Guten Abend alle. Het freut mich, zoveel van jullie waren hier te zijn vanavond. En ik neem aan, we hebben alle gebed dat de Herr ons wieder wordt zegenen in deze verzameling. Ik deed gisteravond met metdelen van mijn ene leven. En ik mocht een klein beetje meer metdelen. Ik heb die zegen gehad dat de Herr heeft mij de verschillende landen geroepen om door dat woord te verkondigen. En wat mij immer een grote zegen geweest is dat wanneer ik aankom, ik vorne steden aan waar geen mens kan. Dus ik herkom dat eens wat ik kan Niel Helena. Maar ik zie nu steden aangekracht worden waar geen mens niet kan deed. Aber als wir erst bekannt worden mit einem anderen, und wir antworten, dass wir wahre geboren Kinder Gottes, dann hat wir was taub. Wir hatten was, wo uns wir können einigen. Und ich habe viele schwarze Menschen gepredigt in Indien, Nepal, Afrika. Da macht kein Unterschied nicht, was verklärt die Menschen in der Hütte ist. Wenn das Hart recht eingestellt ist, dann können wir wirklich eine gute Gemeinschaft haben. Und weet je, dat mir wirklich weh. Und wenn was mir weh tut, ist besonders unter uns Mennoniten. Wir nennen uns alle Mennoniten. Aber check mal, wo wir verspult sind. Wo wir verspult sind. Und wir sagen, wir sind alle Mennoniten, wir sind alle Jesus Gott. Wohin ist das so? Weet je wohin? Das hat es nicht recht eingestellt. Das hat es nicht recht eingestellt. Und nun will ich zu uns reden an dem Thema die Vorbereitung für den Segen. Viele Menschen haben großen Hunger, dass Gott an segnen soll. Die willen wij hebben, Gott soll jullie Kinder, jullie Familie segnen. Wat ook mijn verlangen is. Maar weet je, al dat neemt arbeid. Dat neemt een Anstrengung. Dat neemt een Hingabe. Dat komt niet uit zichzelf. Dat komt niet umsonst. Weet je, alles van Gott in de Versprechungen hebben Bedingungen bij zich. Stoot dat die Seligkeit ganz von genau das. Aber die Bedingung ist, wir müssen Buße tun und wir müssen Jesus annehmen, anrufen. Und so ist es, wird Gott seine Sehnung. Jetzt sagst du es dort in 2. Chronikel 16:9. Der Herr hält die ganze Welt im Öl, die bij te stonen, wat aan met een ongedeeldet hart vertrouwen. Weet je, Gott wil niet hebben dat we zullen am dienen met het halve hart. Hij wil hebben, we zullen am dienen met ons ganze hart. En laat me een Beispiel geven. Weet je, ja, dat is goed. De mens, wie zouden al een verlangen hebben, om Himmel te komen. Maar weet je wat? Want dat de enige oorzaak is waarom we Jezus aannemen, bloos dat we wel om Himmel komen, dat is niet vollständig wat God verlangt. Dat is zoals, wanneer vrouw zich een man vrij wil, bloos wenn sie haben Gott, aber nicht wenn sie persoon. Weet je dat laatste gebod in de Bijbel is niet om Himmel te komen. Aber het laatste gebod is dat we zullen den Gott aan zijn hart leven. Met onze ganzen hart. Met onze ganze ziel. Met ons ganzen zin. En al onze kracht. Dat is wat Gott van ons verlangt. En wanneer we dat doen worden, dan breken we niet door aan de Himmel. Daar waar we doorheen komen. Daar wordt Jezus verzorgen. Aber ganz eerst is dat Hij den ersten Platz heeft in ons leven.
Dat onze leven voor hem veel groter is, onze leven van Himmel. Früher, wo wird ein Mann ein Fehler, wenn je viel mehr Leib hat für sein Haben Gottes für einen Mann? Weet je, dat is het probleem met vele Christen. En dat is waarom vele Christen niet een diepe gemeenschap hebben met Jezus. Wir haben ganz rechte Verständnis, was Gott wirklich von uns verlangt. Da weet je, Gott checkt immer nur Hort. Wie checkt er, hij sagt, wir als Menschen, wie checkt er an das Äußerliche. Aber Gott checkt immer viel tiefer. Und er sagt, das Ohr von dem Herrn, das rannt Handenträger über die ganze Welt, zu seiner wem er kann beistehen. Best du haben, dass Gott soll die beistehen, in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Arbeit. Dann frag dich mal, wo groß ist dein Leben für Gott? Wo hierin, wirst du Zeit nehmen, wie Jesus in der Feite sagt. Und an die Leute zu nähren, dass du kannst gefällt werden. Dass du kannst fallen in der Leib werden. Und seinen Heiligen Geist und ein Zeugnis von ihm zu sein. Das hat Gott von uns verlangt. Und weet je, wenn wir denken an ein gedeeltes Hort, dann zie ich erinnert von Lot in der Früh. Lot in der Früh hatten gedeeltes Hort. Oh ja, sie wollen mit ihrem Mann mitgehen in dem Herrn dienen. Aber der andere Part von ihr Hort, das hängt noch an ihre materialischen Dinge in Sodom und Gomorra. Sie hat sich nicht vorbereitet, die Stadt zu verlassen. Sie hat sich nicht darauf gemerkt, alles loszulassen und hängen zu lassen. Viele von ihnen machen jetzt eine Entscheidung für Jesus. Aber lass mich erinnern, es sei dann, dass die waren willens sind, das sämtliche Leben loszulassen und die Regel zu drehen, davon wegzugehen, dann wird das Auto nach einem Halt haben und die Tose hat einen Lutz in der Früh. Und wenn die Zeit wird da sein und die Lehne da ist, dann wird ihn zurückdrehen. Dann wird ihn umdrehen. Das ist wichtig. Und wir wollen wirklich für Gott leben, dass wir müssen lernen, das alte Leben loszulassen und zurück zu drehen. Weet je, als ik niet meer bekeren deed, ik verloor al mijn vrienden. Die leefden ik weer eeuwig gesnapt. Die willen niks van wat ik wil. Maar ik wist, ik had Jezus aangenomen. En bij mij werd Jezus meer waard als al mijn vrienden. En ik verspreek hem Jezus en dan wat er passeren wordt. Ik wil die nog volgen. Ik wil die gehoorzaam blijven. En het zei dan dat we wel eens zijn den schritt te nemen, de instelling te nemen, dat wordt ons ook zo gaan als Lot zijn vrouw. Dat zegt in Sprecher 4:23 zo staat. Mag zeggen dat du am Hort wijs bist, dat is waardig dien leven schenkt. Weet je, zoals we zijn in ons Hort, wat immer we in ons Hort drogen, of dat bitternis is, oornis, onvergeefnis, haus, last, dat is wat ons wordt doorhouden. Dat is wat ons wordt terughouden. En dan we willen hebben dat God ons zal bijstaan. Dat God mij en mijn familie zal zijn. Dan moet ik dat alle losmaken van al die dingen. En dat God mij werkelijk zijn kan
Weet je, lieve broeder en zuster, ons God kan niets zijn wat jij in zijn woord hebt. Reich niets. En don't forget to dat onzitst. Maar wanneer dat jij in zijn woord staat, dat kan God eenmaal niet zijn. God kan niet jij in zijn in het woord gaan. Jezus zegt, wanneer de hemel op eerd worden vergonnen, aber zegt in mijn woord, wordt voor hem en voor eeuwig staan blijven. Dat hebben we ons immer verloren. Wat mensen zeggen en mensen reden, dat ändert. En wat God gezegd heeft, dat ändert niet. Dat blijft de waarheid van nu tot in aller eeuwigheid. En dat wordt niemand änderen. Wir lesen wieder in 1. Samuel 16, Vers 7, de laatste poort. Der Herr recht nicht, zoals de mens steht. Ein Mensch zit wat einer van buiten laat, aber der Herr kijkt naar dat hart. En de psalmist David zegt zoals dit in Psalm 139, 23, 24. God, sei eenmaal, wo dat met mij staat. En je zegt mijn hart. Proef mij uit en zei wo ik dat mijn. En zei eenmaal of ik op dem wijzen weg zie en leid mij op dem eeuwigen weg. Weet je, ik wil je wat zeggen. Want wie werkelijk ehren zich wel God, deine, en want wie wel een heilig leven vieren. Dat wil we ook wel eens zijn, ons te openbaren. Zo gaat de vrouw tot onze metbroeder of schwester, zit du zin in mijn leven? Zit du dingen in mijn leven waar ik anderen moet? Wat ik te zien leiden moet? Doe ik dingen reden wat er onstoßig zijn? Heb ik een loze tong? Heb ik nog een rechte instelling? En wie werkelijk eerens meinen, dat we wel göttliche mannen en vrouwen voor Jezus zijn, dan willen we ook wel eens zijn, anderen aan sloten tracht te wijzen. Daarin zegt het, zoals het Jacobus kapitel 4, hoe het redt van de heiling, en ik wil nächste zondag daarvan reden, maar dat zegt het zoals dit. Hij zegt, bekend kunt een en andere jullie zinde, omdat je kan geheild worden daarvan. Ik was dit zeggen, broeder en zuster. Wanneer je vastelt best met eens in je wessen zin, dan merkt je verantwoordelijk tot een broeder of een zuster, hoe je een waardige tovertruie hast, die niet wordt van dat pluderen. Maar hoe kannst met die persoon beden, dat du kannst gereinigd worden. Dat du kannst erleist worden. Dat du kannst werkelijk voor God leven. Je ziet, de Bijbel zegt zo dat einer wordt 1000 om vlucht te brengen, wat 2 worden 10.000 om vlucht te blijven. Daarom is het zo wichtig dat u die een gebedspartner zeker is. Hoe met u toch beden kannst. De eerste wanneer mensen naar mij komen en die lasten hebben, die gebonden zijn en vrouwen helpen. De eerste wat ik aan vrouwen het best doe wel eens, die verantwoordelijk te maken tot een andere persoon. Dat u kan stoffenloos worden. Dat is wat wichtig is. Dat we ons verantwoordelijk maken. Tot een broeder en zuster in de Herren. Die we aanvertrouwen kunnen, die daar wat niet kunnen pluderen van wat we gereed hebben. Maar dat blijft onja deze 2. En we kunnen een voor den anderen beden. Het is gezegd, wenn we werkelijk willen voor God leven, dat meint ernstig te zijn. Jeremia, hij zegt, zo is dit, hij zegt, wie kan dat verstaan, dat mensen zo hingerijks en verdorven zijn. De Heer verstaat dat hart gans. Hij weet alles wat door binnen is. En hij geeft aan iedereen kracht, door als die je donen en verdiend heeft. Weet je wat?
dort in thuis, door zijn broeder en Herren, vandaag, hij leeft een göttliches leven. En hij gaf me de vrijheid. Hij zegt, broeder, hoe immer du verspreekt hier, warn de mensen van wat ik ervoor heb. Dat ik wie een ware geboren, dat mensen dit precies deed. En ik traf een andere smakke vrouw. En zegt dat wie verliefd ons een en ander, zegt dat wie weer bij Christen. En zegt dan trok we top in dit ene heim dan. En we slepen top in bad. En we gingen, deden sogar beden, zegt hij, we slopen hier. En zegt dat du was niet leven. Wo du zo tun, ons als Christ kunnen blind slaan. Dat we leven, want we in zin leven, dat we dan het rechte denken. Zegt dan, denk het zo schijn, hoe kon dat toch recht zijn, zegt hij. Wie wir uns een en anderen zo goed, dat kon toch niemals recht zijn, dat we beide zullen ook leven. Zegt hij, een dag, hoe God ons de uur opmaken deed. En zegt hij, wo we te schande worden. En wo we boete deden. En God praat dan vergeving, voor wat we gedaan hadden. Je ziet dat hart kan ons zo bedreigen. Blijf niemals bloos de wens wat een zaak schijn gaat. Oder dat hij zich goed voelt, dat het recht maakt. Want dat jij in God zijn woord is, dan is dat zindelijk. Dan is dat recht. En dan wordt we door van wegrennen. En wie moeten dat hingen aansluiten. Ik heb een vraag aan jullie Olaf nou. Wat voor beelden draagt u in jullie hart van andere vrouwen en andere mannen? Wat voor beelden draagt u in jullie hart? Wat erlaubt je aan te denken? Wat nog te kijken? Dat is de wichtige vraag. Weet je wat? We dragen alle beelden in ons hart. En iedereen van ons. Maar weet je wat? Wanneer we gevuld zijn met de Heilige Geist. En wanneer we in dat licht Gottes wandelen, zoals het zegt in 1 Johannes 1,7. En we worden im licht wandelen. Daar waar we gemeenschap hebben, een met een ander, zegt het. En de bloed Jezus wordt als wassen van al onze zin. Ik wil besonders de mannen zeggen, want die niet kennen, nur een stromend Frühmannstädtje. En God danken voor stromend, ohne dat je nog last te doen, dan heb je nog veel arbeid te doen in je hart. Dan heb je nog veel arbeid te doen in je hart. Wie moeten wat doorkomen? Dat we kunnen oprechtig God danken voor de strome vrouwen die hij erschaffen heeft, ohne dat we een last voor die hebben. En laat me wieder zeggen, wie moeten wat doorkomen? Dat we een heilige huis hebben, in de zin. Jezus zei tot de gemeente, de Epheser, hij loofde ja, dan hij zei, hoste de zin wat hij ook hoste deed. Zie, er is zo'n ding als een heilige huis, in zin. We ons niet willen, mij ooit dat immer, want ik zei Frühmenschen, die de verzekeren, manslieden verleiden. Oder de andere weg ran. Ik wil niet schön eerlijk, maar dat ooit niet. Die zoten verstrikt, een Frühmensch te brokken. Om een mens en een man in de zin te slapen. Oder de andere weg ran. En dat zal in iedereen weer het Christus oeieren wanneer dat zit. Oder dat antwoord. En wie werkelijk göttlich leven willen, dat zal ons oeieren. 2 Chronicles 27 zegt zo is dit. Dat Jotham wordt zeer machtig
was hij zich in allem wat hij deed, naar dem Herren, seinen Gott, seinen Willen rechten deed. Wirst du machtig sein in dein Leben? Wirst du Sieg haben? Wirst du Kraft haben, an dem weise Feind zu widerstehen? Dann sei da noch, dass du wirst dein Hort, dein Sinn, deine Einstellung mit was Gott will haben in dein Leben. Das ist, was so wichtig ist. Und wieder, wenn wir reden von Vorbereitung, und wir wollen haben, dass Gottes Kraft, dass Gott sich wirklich soll beweisen in seiner Allmacht, dann sehe ich erinnert von Elia. Wir lesen in Elia, als hij met de falsche Propheten verhandelt deed. Dat sagt er so steht in 1. König 18, Verse 30 bis 33. Dann sagt Elia zu dort ganze Volk, kommt einmal alle dicht bei mir und sie kämen alle dicht bei ihm. Und Elia büht den Herrn sein Altar, war er ab, die durchgereten wir. Und er nimmt 12 Steine, so als der Stamm von Jakob seine Sehenswürden. Und der Herr hat zu den Stammvater Jakob gesagt, du sollst Israel heiten. Und er büht mit den Steinen einen Altar in dem Herrn seinen Namen. Rund um den Altar macht er eine Grube, groß genug für 10 Kilo Sod. Und dann lädt er dort halt ab, schneidet dann den Ball in Stecker und lädt dort ab, dort halt. Was dann haftet von der Bedienung zu uns? Erstens, was ich das sage, Elia deed 4 Dinge. Erstens, es sagt, er büht Gott seinen Altar, der durchgebrochen wird, er büht ihn zurück ab. Weet je, der Altar im Alten Testament ist symbolisch von uns Gebet und unserer Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Erste, wo wir mit anfangen. Das ist das Erste, wo steht es mit deinem Altar in deinem Heim, in deiner Familie? Ist der durchgebrochen? Fehlt der zurück abzubauen? Das ist, wo wir mit anfangen. Mit unserer Gemeinschaft und unserem Gebetsleben. Dass du mir hier den Sonntagsmorgen sagst, keine Person ist geistlicher als er oder sein Gebetsleben. Und Elia wusste das. Wenn er will haben, dass er will Gott seine Kraft erfahren, dass er will widerstehen gegen diese falschen Propheten, das ganz Erste, was er tun muss, ist den Altar zurück in Ordnung bringen. Und er büht den Altar ab, der durchgebrochen wird, der durchgerettet wird. Aber er ging wieder. Er möchte sich reit, ein Opfer zu geben. Und weet je, uns Gott ist ein Gott von Ordnung. Nicht hier springen, durchspringen, das tun und das Ding. Das nächste, was er deed, sagt es, er lädt das Halt ab den Altar. Denn er wusste, das braucht 4, das Fleisch zu kochen. Und dann braucht er das Opfer. Und lädt das ab das Halt. Aber weet je wat? Hij geht doch nicht ab. Hij macht eine Grau ganz ram den Altar. Woran? An der steht, wo das Wasser kann geholt werden. Und das Wasser ist symbolisch von dem Geist Gottes und das Wort Gottes. Elia macht sicher, dass er wird alles in Platz haben, sodass Gott seine Kraft
bewijzen kan. Ik heb een vrouw. Hoe wichtig is dat woord Gottes begint? Hoeveel schat je de Bijbel? Hoe groot is je honger naar dat woord Gottes? Als ik niet meer bekeren deed, ik had nog niemals een Bijbel in de hand gehad, ik had nog niemals dat woord Gottes gelezen. Als ik anfing de Bijbel te lezen, ik kon je niet abheren. Ik lees manchmal wirklich 2 morgens. En ik stond morgens eier op te lezen. En verder, ik deed aan buurarbeid. Über middag steed middag eten. Ik stel mijn middag te zien. En ik nam de Bijbel en ik voederde me van het woord Gottes. En ik arbeid ook met godloze mensen. En ik wist, ik moest me voederen. Om ik kon ween deze godloze mensen stonden. Weet je wat? Wanneer we eerst werkelijk hongerig worden naar het woord Gottes, dan wordt God ook ons reden durch dat woord. Ik weet, ik ben nog met Christ geweest voor 18 maanden. Dan traf ik andere mensen. En dan vroeg ze mij, sagte, wo bist du in de Bibelschule gegaan? Ik zei, wat meen je? Hoe komt het dat du zoveel van de Bibel weet? Oh, ik zei, ik kost u ook lezen. Dat is toch voor iedereen om te lezen. Dan brauchst du Gott aan de Bibelschule gaan. Laat dat woord. En God wordt echt die reden. En durch dat woord wordt hij die reden maken voor wat hij voor die heeft. Dat woord. Om nu dat woord aannemen. Dat is een poort van God in de voorbereiting in ons leven. Om ons reed te maken. Wat we te doen hebben, wat we niet te doen hebben. Ik heb een manchmal gezeten voor mezelf. Ik had zondags een hongerende woord. Ik zat hier, ik moest me de tronen wegwassen, dat ik dat woord lezen kan. Het was weer zo kesselig ermee. Dat we me zoveel weet. Ik had zo'n schijne dingen nog niemals gehoord. Wat God voor ons mensen heeft versproken. En we antwoorden terug zijn. Daarheen is dat zo wichtig. Dat we werkelijk ons leven door de gans hand geven. Weet je wat? Paulus schrift zo staat. In Römer kapitel 12 vers 1. Hij zegt, Brüder, was God zoveel genood en metlied aan junt bewezen heeft. Moet ik junt en junen Körper Gott te wijden als een heilig levend offer, dat God aannemen kan, dat jun geestliche Gottesdienst, dat het wordt jun geestliche Gottesdienst zijn. Een ander wird gezegd, God wil hebben, we zullen ons ganze leven op zijn altaar leggen. En zei God, hier zie ik. Wat helemaal du met mijn leven doen west. Ik zie hier die te dienen. Ik wil niets terughouden. Ik geef die alles. Dan ik leef die met mijn ganse hart, mijn ganse zin, mijn ziel en met mijn andere kracht. Helemaal je dag leven, je zuster. Want wie werkelijk God wordt zo staat leven, hoeveel ruimte je worden blijven en je leven verzinnen? Geen ruimte. Geen ruimte. En die anderen God is worden zo staat leven. Weet je, daar zijn mensen, die verzet je, deze zijn weg te schuiven, die zijn weg te schuiven. Maar weet je wat, dat kost je gleich in die zelfstandig. Maar wanneer je gevuld bent met een lijf en den Geest Gottes, dan schift die zin uit. Ik wil je een voorbeeld geven. Wanneer we ons bekeren, dan trekt de Heilige Geest in ons neer. Jeder waar geboren Kind Gottes, heeft de Geest Gottes in zich wonen
Aber nicht jeder wahre Kind es gefällt mit dem Geist Gottes. Ich saß einen Tag bei meinem Tisch und studiert. Und da bemerkte ich habe sie durch dem Fenster, dass wir im Vorjahr, da wie ein Baum. Und die wäre durch den harten Winter, durch all den Wind, da hangen noch einmal die 3 Blätter an. Und einmal bemerkte ich, dann fangen die 3 Blätter an aufzufallen. Und da war mir das einmal sehr wichtig. Weet je, wat all die Wind, die Schnee und die Sturms nicht hadden können tun durch den Winter, dat die dat nieuwe leven van in die boom, dat schoof dat alle uit, alle dode leden, alle uit. En zo is het wanneer we gevuld worden met dem Heiligen Geist. Die Kraft Gottes in ons, die schifft, die zin uit ons leven uit. Die maakt ons lustig van. Du kannst von buiten so sehr arbeiten anschlagen und die Sinn, dass du weißt, die wird er wenig einmal anhängen. Darin sagt Jesus, das Reich Gottes kommt nicht von buiten, aber das kommt von innen. Das kommt von binnen. Und je mehr wir gefüllt sind mit dem Geist Gottes, je mehr wird uns reinigen von unseren Sünden losmachen davon. Wir sehen, Elias, der bet für 2 Dinge zu passieren. Erstens weer, dass Gott wird verherrlicht werden und dass die Menschen würden dort erkennen, wer Gott wirklich ist und dass sie dadurch würden gesteuert werden. Weet je, und das ist, was uns Ziel soll sein in uns Leben. Was immer wir tun. Jesus sagt so dit. Wenn der Heilige Geist wird kommen, der wird mich verherrlichen. Nicht Menschen, aber Jesus. Wenn Menschen sich probieren, selbst abzuheben, selbst probieren, ihr zu steuern, das ist nicht vom Heiligen Geist. Oh nee. Wenn der Heilige Geist in eine Person arbeitet, der wird immer Jesus verherrlichen. Der wird immer Jesus beurstellen, nicht den Mensch. Und das, was Elias gebetet hat, dass Gott wird verherrlicht werden. Und das ist meine Gebet. Immer wenn ich vordiene, Gott, mein Gebet ist, wo immer ich antworte, dass du wirst verherrlicht werden. Dass der Name Jesus Christus wird abgehoben worden, dass er wird geehrt werden. Ich sehe bloß den Müll. Ich sehe ohne Jesus, ich sehe nichts. Ich sehe bloß den Gefäß. Aber ich will haben, Gott, dass du sollst, die verherrlichen, durch mich. Dass du wirst die Ehre kriegen und kein anderer. Das ist, was wichtig ist in uns Leben. Und wenn wir die Einstellung haben, dann wird Gott uns doch beistehen. Da wird Gott mit uns mitsinnen. Das andere Ding, was so wichtig ist an die Vorbereitung, ist Demut. Wir lesen von Naaman, die wir aussätzlich waren. Und wir bemerken, dass das Mann, das haben gesagt war, dass er soll sich dort 7-mal in dem Jordan hineinducken, und die Heilige Wort, das ist sehr ehrlich. Sehr ehrlich. Wo wir dann haben wir ihn berichtet. Und er will geehrt sein. Er will andere Kenntnis haben. Wenn nicht wir für sie in deiner gewasst, die haben dazu beredet, dass er sich so demütig, da wurde seine Kraft so weggefahren. Aber weißt du, was passiert? Die Bibel sagt, als er sich erst demütig deed, und als er sich 7-mal ingeduckt hat, dann wird sein Fleisch so rein, als das ein kleines Kind. Und weißt du, das, was passiert mit uns? Wenn wir uns erst demütigen,
En wanneer we ons dort in God zijn heilige woorden indukken, dan wordt God al onze zinden afwassen. En in Gottes oor zijn we rein als een klein kind. Maar weet je wat? Vele van Gottes Kinder, die zijn innerlich aussätzlich. Die sind stolz. Die haben Bitternis. Die drehen sich ran mit an Vergebung. Und die sind innerlich aussätzlich. Und die müssen geheilt werden. Und du wirst nicht geheilt werden. Von deiner innerlichen Aussätzlichkeit, dass du dir schon ständig mit bekennen, dass du stark bist. Bekennen, dass du eine rechte Einstellung hast, dass du Sinn hast in deinem Leben. Er wird der Heilung nicht kommen. Wieder, wenn wir in der Bibel gucken, wir lesen 2. Könige 3, 16 und 17 von der Armee von Israel. Und das sagt da wird kein Regen, bis sie erst die Großes gegruft hatte. Und weet je wat, lieve toehörer, Volken nimmt das viel schwere Arbeit, als Gott sein Segen kommen hat. Und nicht allein dort. Viele von den Grobes, wo Gott wird gleich sein Segen zu schaffen, die sind verstopft, voller Blut, und die müssen erst reingemacht werden. Hast du deine Grobes ausgereinigt, sodass Gott sein Segen frei ran kann, ran die? Oder ist das alle verstopft? Hast du das alle in ihr Krütwasser gelassen, dass die Segen nicht mehr raden kann? Gott will uns segnen. Aber ich sage weiter, bei all Gott seine Versprechungen sind Bedingungen bei. Gott sagt, wenn wir worden so tun, dann wird er so tun. Und er sagt, dass auch von Gott seine Versprechungen sind Jo und Amen. Aber wir können uns wählen. Wir wollen Werken die Sehen haben, aber wir wollen nicht durch den Schmerz gehen, was das bringt, wenn wir uns alle reingelassen. Und wir sehen in Johannes 9,7, als Jesus diesen Blingen begegnet deed, dass der Mensch wird nicht sein, ja, er ist gehorsam wie und ging und wasch den Blatt aus seiner Ohr rührt, dass er sein wird. Weet je, dat is mir wichtig, das ist die Geschichte, das auf der 8. Kapitel, das zeigt so es steht. Als Jesus Arm hat angeschaut, dann frug er Jesus Arm, was sitzt du? Und er sagt er, ich sei Menschen gerne so als bei. Was sagt Jesus? Dann sagt er, dann schiert Jesus am Wasser an. Und er sagt er, dann kann er klar sein. Weet je, da sind Adlige von Jünd, die sind angerührt worden von Jesus. Ich kann noch nicht auch besser checken, als das die ich kann. Aber ich habe noch keine Klarheit nicht. Ich muss wiedergehen. Ich muss mehr haben. Ich muss beten, dass Gott uns wahre anschieren und sehen. Dass die nicht auch klar waren, dass die sein können, wenn Menschen wirklich sind. Gott will nicht haben, dass die so halbblind rumwandeln. Er will haben, dass die so voll sein sind. Dass die so klar checken können. Was sein Wille ist für die. Und mein letzter Punkt ist das. Wir lesen 2. Könige 4, Kapitel 3 und 4. Dort bitte von dieser Wetfrüh, von der Eil. Und die Eil ist symbolisch von dem Heiligen Geist. Und das sagt, weet je, da wird keine Eil, dass die Früh gestinkt und sammelt all die Lage Gefäße auf.
En ik kan me duidelijk maken, daar worden some grote feesten dan geweest, some kleine, some smalle, some breide. Aber wat immer die feesten weer. Als zij die aan hem bracht. En jede een van die feesten wordt geveld. Eerstens wil ik dit zeggen. Dat is een bewijs dat God wordt niemals uitrennen om zijn mensen te vullen met zijn Heilige Geist. De Heilige Geist die is groot genoeg om in jeder kind Gottes te vullen. Maar er weer een bedingung bij. Dat je feest moest ladig zijn. En dat je feest moest in dat huis ingebracht worden. Dat huis is symbolisch van God zijn huis, God zijn gemeente. En wanneer we ons ladig maken van de dingen van de wereld. En we ons laten in de gemeente Jezus zijn lijf neerdepen. Dan wordt God ons ook vallen. Dan wordt hij ons ook vallen. Mijn vrouw is vanavond. Best u wel eens die werkelijk laten rijdt maken voor al deze dingen.